Willkommen. Kennt ihr Dorothea Metzel-Johansen? In einer Zeit, in der Künstlerinnen oft übersehen wurden, etablierte sie sich als bedeutende expressionistische Malerin. Zunächst Zeichenlehrerin, musste sie nach der Heirat mit dem Maler Erich Metzel ihren Beruf aufgeben, blieb jedoch künstlerisch aktiv. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1886 im Deutsch-Lehnsaan, Schleswig-Holstein geboren und erkrankte früh an Gelenkrheumatismus, was ein chronisches Herzleiden nach sich zog. Schon früh widmete sie sich dem Zeichnen und Malen. Nach ihrer Ausbildung zur Zeichenlehrerin in Hamburg unterrichtete sie in Schleswig und schuf daneben freie Werke in verschiedenen Stilen. Mit 24 Jahren heiratete sie den Hamburger Architekten und Maler Emil Metzel und hatte mit ihm 4 Kinder. Ihre Lehrtätigkeit musste sie im Wilhelminischen Kaiserreich aufgeben, blieb aber künstlerisch aktiv und reiste mehrfach nach Berlin. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm sie Unterricht bei Lovis Corinth und wurde zusammen mit ihrem Mann 1919 Mitbegründerin der Hamburgischen Sezession. Auch bezog sie ein eigenes Atelier in Hamburg. Sie reiste nach Paris, schuf bedeutende Werke und experimentierte mit verschiedenen Stilen. 1929 unternahm sie noch eine Reise nach Visby, bevor sie 1930 im Alter von 44 Jahren nach einer Operation an Herzschwäche in Hamburg starb. 1937 wurde in der Nazi-Aktion Entartete Kunst aus der Kunsthalle Hamburg eines ihrer Stillleben beschlagnahmt und danach vernichtet. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Stil zeichnete sich durch klare Strukturen, lebendige Farben und expressive Linien aus. Von Cézanne beeinflusst, entwickelte sie eine eigene expressionistische Handschrift. Ab 1919 schuf sie ihr Hauptwerk, inspiriert von der Brücke, Kubismus und afrikanischer Kunst, wobei sie auf aggressive Ausdrucksformen verzichtete. Ihre Werke zeigen häufig Stillleben, Figuren und Aktbilder, Porträts und Landschaften, die eine ruhige, fast meditative Atmosphäre ausstrahlen. Auch ihre verschiedenen Selbstporträts spiegeln ihre Vielfältigkeit wider. Zu ihren bekannten Arbeiten gehört ein Wandgemälde, das sie im Auftrag der Hamburger Kunsthalle anfertigte. Das Bild 2 Mädchen mit einer Tulpe, das mit flächigen Formen und kräftigen Farben ihre Nähe zur Moderne zeigt, und das Porträt ihres Ehemanns, das ihre expressive Malweise verdeutlicht. Insgesamt schuf sie mehrere 100 Werke, die heute auch bei Auktionen zu finden sind. Doch ihr Schaffen geriet lange in Vergessenheit. Erst 2014 wurde ihr Werk durch eine Monographie wiedergewürdigt. Und ihr Name kehrt langsam in das Bewusstsein der Kunstwelt zurück. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Dorothea Metzel-Johansen gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.